Hallo Freunde der Sonne, ja, ich bin schon wieder der Nico, der aus Paraguay, und ihr seht es, ich stehe wieder in der prallen Sonne. Es ist hier bei uns jetzt Anfang Juni, also mitten im Frühwinter, wenn man das so nennen möchte, oder Spätherbst, je nachdem. Und ja, wir haben aktuell so um die, ich schätze mal 25 Grad. Es ist jetzt 8:30 Uhr bei mir ungefähr, und ja, ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man hier in Paraguay typischerweise Wasserleitungen verlegt, weil Wasser ist hier auch das wichtigste Gut mit, und gerade wenn man dann irgendwo mal einen Garten anlegen möchte, ist es doch recht wichtig, eine vernünftige Wasserversorgung zu haben. Und ich habe das schon mal so ein bisschen vorbereitet, schon mal ein bisschen was aufgezeichnet, als wir hier mal eben 2 Zapfstellen installiert haben, also ein Kollege und ich. Und das war allerdings ein bisschen schwierig zu filmen und auch zu fummeln, aber das werde ich hier auch irgendwie mit in dem Video verarbeiten. Ich weiß noch nicht wie, schauen wir mal. Und stellvertretend für das typische Verlegesystem bzw. Anschlusssystem hier in Paraguay werde ich jetzt hier an meinem Pumpenhäuschen eine Verbindung herstellen und euch das dann mal zeigen, wie das hier in Paraguay gemacht wird. In Deutschland hat man ja üblicherweise diese Schraubklemmverbindungen, die sind im Prinzip her nicht schlecht. Habe ich auch schon verwendet, benutzt, weil ich da ja auch eine Zisterne hatte, und um das Regenwasser dann halt auch irgendwo hinleiten zu können, wo man es dann sinnvollerweise zapfen kann, habe ich da halt auch einiges an Leitungen verlegt und angeschlossen. Aber auch ganz schnell gemerkt, das geht richtig ins Geld, weil so ein Verbindungsstück, wenn man mal eben vernünftige Qualität haben möchte, kostet mal eben locker 3 bis 4 Euro, und das kann sich hier in Paraguay mit Sicherheit so schnell keiner leisten, weil man ja doch einiges an Verbindungsstücken braucht. Hier in Paraguay wird das Ganze auf Schraubbasis verarbeitet, also das Ganze wird geschraubt, und dazu wird auf die Leitung einfach ein Gewinde geschraubt, und dann werden die entsprechenden Passstücke, die es hier in Massen gibt, einfach draufgeschraubt, und das Ganze hält dann auch. Ist wahrscheinlich nicht so extrem drucksicher, aber mir wurde versichert, so 3 Bar, was hier die Pumpe bringt, sollte diese Verbindung natürlich durchaus schaffen und auch dauerhaft aushalten. Ich werde das Ganze sehen, aber werde jetzt gleich erstmal anfangen. Wenn man bei Amazon oder eBay oder wo auch immer mal ein bisschen weiter sucht, wird man diese Passstücke auch in Deutschland finden. Allerdings habe ich das wichtigste Teil, nämlich den Gewindeschneider, den habe ich nicht in einer vernünftigen Variante gefunden. Ich werde trotzdem mal einen unten in der Beschreibung mit verlinken. Ob das dafür geeignet ist, weiß ich nicht. Hier in Paraguay gibt es diese in so ziemlich jeder Ferreteria, also jedem Baumarkt, zu kaufen. Und zwar natürlich in den Standardmaßen halb Zoll, Dreiviertel Zoll, 1 Zoll. Ob es noch andere Maße gibt, weiß ich nicht, aber diese 3 Standardmaße werden hier halt verbaut. Die habe ich hier auch schon ein bisschen mit verwendet, deshalb habe ich die Dinger nämlich. Und ja, es sind halt auch nicht so unendlich teuer. Ich glaube, der größte hat irgendwie so um die 50.000, 60.000 gekostet. Das sind so um die 6 Euro, schätze ich mal. Ist halt wesentlich preiswerter als das, was es da in Deutschland zu kaufen gibt. Wäre dann mit Sicherheit ein Rechenexempel, was man denn alles anschließen oder verlegen möchte. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich gehe jetzt zu meinem Pumpenhäuschen, nehme euch natürlich mit, und dann wollen wir mal anfangen, die Verbindung herzustellen. Ja, und hierum geht es jetzt im Endeffekt bei meinem jetzigen Projekt. Ich möchte hier dieses schwarze Rohr an dieses weiße Rohr verbinden. Dieses schwarze Rohr ist einfach mal ein Abgang. Das geht dann Richtung zu meinem Container. Da will ich auch noch eine Zapfstelle haben, und ja, dieses Y-Stück werde ich dann hier daneben machen, damit ich hier einen weiteren Abgang habe. Und halt zusätzlich eigentlich nur dieses schwarze Rohr als Abgang habe. Die geplante Verbindung, die ich haben werde, die ich brauchen werde, habe ich mir hier schon einmal vormontiert.
Und so wird das Ganze dann im Endeffekt aussehen. Hier rechts an diesen Bogen kommt dann das Verbindungsstück, dieses Y-Stück, damit ich hier weiterhin den Abgang habe. Wobei, wenn ich mir das recht überlege, ist es sinnvoller, wenn ich das nach links mache. Und ja, so werde ich das dann im Prinzip miteinander verbinden. Ihr seht hier schon Zahlen drauf geschrieben. Das sind die Preise der einzelnen Verbindungsstücke. Also hier dieses T-Stück hat 3000 Guarani gekostet. Dieser Doppelverbinder hat 6000 gekostet. Der Bogen war, glaube ich, auch so um die 3000. Und der Doppelnippel, ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgendwie so um die 2 wahrscheinlich. Also das Ganze ist wesentlich preiswerter als das System in Deutschland. So, die Leitung habe ich jetzt schon mal drucklos gemacht. Das ist natürlich immer das Allerwichtigste. Und dann werden wir mal das alte entfernen. Das habe ich ein bisschen fest angeknallt, damit es auch dicht ist. Das ist immer das Problem hier, wenn man Metall mit Kunststoff verbindet. Das ist dann nicht ganz so einfach, dass das vernünftig miteinander harmoniert und auch richtig dicht ist. Deshalb musste ich hier ein bisschen mehr Kraft anwenden, um das Ganze miteinander zu verbinden. So, das restliche Wasser aus der Leitung fließt noch raus. Klar, logisch. Komplett leer habe ich sie nicht gekriegt. So, dann schauen wir mal, wie lang das Ganze werden muss. Wie gesagt, ich habe mir das hier schon mal grob vormontiert. Den Doppelnippel hier oben brauche ich nicht dort, sondern der muss dann später hier unten ran. Deshalb kann ich den jetzt erst einmal wegnehmen. So, na komm. Vorführeffekt, typisch. So, das ist eigentlich egal, wie das ist, wie rum das ist. Ich muss jetzt erstmal ungefähr die Länge rausknispeln, die ich brauche, damit ich auch weiß, wo ich das Rohr schneiden muss. Die beiden Gewinde werden noch ein bisschen weiter reingeschraubt. Das hier kommt mit Sicherheit auch bis fast ganz oben. Also würde ich mal sagen, dass ich das Rohr dann ungefähr hier abschneiden muss. Lieber ein bisschen länger lassen, weil das kann ich hier noch weiter in der Erde versenken. Andererseits, wenn es zu kurz ist, könnte ich es auch noch ein bisschen rausziehen. Also von daher, man ist ein bisschen flexibel und hier in Paraguay sowieso. Natürlich gibt es auch hier diese typischen Rohrschneidezangen, aber da ich die nicht habe und mir nicht extra kaufen wollte, nutze ich einfach nur eine Eisensäge. So, in Deutschland würde man jetzt den Klemmverbinder drauf machen und fertig. Hier ist es mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. Und zwar muss ich hier jetzt anfangen, das Gewinde zu schneiden. Allerdings ist es dafür sinnvoll, wenn man das Rohr vorher gerade abgeschnitten hätte und nicht so wie ich krumm und schief. Also machen wir das noch ein bisschen gerade, damit sich das mit dem Gewinde wesentlich einfacher machen lässt. Dafür ist so ein Rohrschneider wesentlich angenehmer, wesentlich effektiver und besser. Aber was man nicht hat, kann man nicht benutzen. Ja, sieht doch schon viel besser aus. So, und jetzt kommt hier mein Gewindeschneider im Einsatz. Solltet ihr auch sowas haben, woher auch immer, bei meinem Gewindeschneider, zumindest bei dem 3/4 Zoll, was ich hier habe, was ich hier verbaue, ist es so, dass dieser einschraubbare Griff einfach mal ein zu langes Gewinde hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt an der Kamera erkennt. Also hier geht das Gewinde bis hinein und das stört natürlich, wenn ich jetzt hier schneide, dann reißt dieses Stückchen Griff, reißt hier wieder oder macht das Gewinde kaputt, was ich frisch geschnitten habe. Deshalb muss ich darauf achten, dass dieser Stift ein bisschen rausgedreht ist. Ich werde ihn demnächst mal noch kürzen müssen. Habe ich zwar schon mal gemacht, aber es war immer noch zu lang. Aber ich traue mich nicht so richtig, weil das ist schon, naja, ja, beste Qualität halt. Gut, einfach draufsetzen mit dem ja, Rohrteil, also das, wo kein Gewinde ist, das kommt auf das Rohr draufgeschoben. Dadurch wird dieser Gewindeschneider gleich zentriert. Es ist trotzdem wichtig, dass man darauf achtet, dass das Ganze gerade geschnitten wird.
weil erstens kriegt man sonst die Verbindung nicht wirklich gerade drauf und es kann auch sein, dass dann das geschnittene Rohr auf der einen Seite eine dickere Wandung hat und auf der anderen Seite eine zu dünne Wandung. Und dann könnte es sein, je nachdem wie viel Druck man drauf hat, dass das Ganze irgendwann mal platzt oder reißt. Aber wenn man dann so die ersten 1-2 Umdrehungen hat und das Ganze gefasst hat, dann lässt sich dieses Gewinde hier relativ einfach, relativ schnell schrauben bzw. schneiden. Und ja, das wird dann halt so weit geschnitten, bis es hier oben am Gewindeschneider rauskommt. Das reicht an Länge. Und schon habe ich die erste Schraubverbindung geschnitten. Wieder abschrauben das Ganze. Ein bisschen sauber machen. Natürlich auch innen den Grat abmachen. Könnte man natürlich auch mit einer Feile machen, aber die habe ich jetzt nicht hier und ihr wisst ja, dass ich ein fauler Hund bin. Und so sieht das Ganze jetzt im Prinzip aus. Ein geschnittenes Gewinde und da oben natürlich der Rohdurchschnitt. So, und jetzt können wir auch schon mit der Montage beginnen. Was wir jetzt noch brauchen, sind Unmengen an Teflonband. Das gibt es hier auch zu kaufen. Das hier das übliche auf den etwas größeren Rollen ist 18 mm breit. In Deutschland sind es, glaube ich, 10 oder 15 höchstens, oder so ungefähr. Aber dadurch, dass man hier ein relativ langes Gewinde hat, ist dieses etwas breitere auch tatsächlich nützlicher. Und ich benutze das eigentlich auch ganz gerne dafür. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch ein bisschen dicker ist. Jedenfalls hier braucht man so ungefähr 12, 13 Umdrehungen, damit das Ganze halbwegs dicht ist. Ist natürlich auch abhängig von dem Gewindeschneider so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich nicht mitgezählt. Egal. Mach mal lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig. Es soll ja schließlich auch was halten. Ordentlich was drauf da. Ja, das sollte reichen. Und auch hier auf dem ehemaligen Anschluss von dem Y-Stück muss das natürlich auch drauf. Das ist ein bisschen knifflig. Man könnte das Ganze natürlich jetzt auch abschrauben, aber da habe ich jetzt auch keine Lust zu. So, und da ich hier mit der Rolle nicht rumkomme, rolle ich mir hier jetzt mein Teflonband einfach ab. So viel, wie ich wahrscheinlich verbrauchen werde dafür. Schauen wir mal. Und dann werde ich das so rumtüdeln. Ja, ich weiß, ich hätte das auch abschrauben können. Aber da ich ja faul bin, spare ich mir das, glaube ich. Das müsste nämlich eigentlich auch so gehen. Ihr seht schon, ja, ich bin der totale Profi und mache das auch zum ersten Mal. Naja, fast. Aber wir sind hier in Paraguay. Das Endergebnis ist das, was zählt. Endergebnis ist für mich in Ordnung, wenn es nicht ganz scheiße aussieht und dicht ist. Dieses Rohr kann ich jetzt nicht hier drauf schrauben, weil eins von beiden oder alle beide sind ja irgendwie fest. Und deshalb gibt es hier diese Doppelverbinder, heißt hier Union Doble. Da werden beide Enden im Prinzip auf das Rohr geschraubt, geh rein. Und dann im Endeffekt hier miteinander verschraubt, zugeschraubt. Und so kann man dann zwei nicht drehbare Rohrenden miteinander verbinden. Finde ich ein klasse System. Ist halt wichtig, dass hier die Dichtfläche sauber ist und dass dieser Gummi sauber sind, damit das Ganze auch richtig dicht werden kann.
gucken, ob es sauber ist, auf die Dichtfläche. Und dann wird das Ganze miteinander verschraubt. Auch hier gucken, dass es schön fest ist, damit es auch dicht ist. So, jetzt fehlt nur noch diese Verbindung hier. Da muss ich natürlich auch wieder reichlich von dem Teflonband nehmen. So ungefähr hatte ich mir das gedacht. Jetzt noch eben an dem anderen Ende des Schlauches, des Rohres, ein Wasserhahn montiert und dann können wir mal einen Probelauf starten. So, und auch hier wieder das gleiche System. Wir fangen an mit dem Gewindeschneiden, möglichst gerade draufsetzen. So, Hahn zu und ich gehe jetzt mal die Pumpe anschmeißen und dann können wir mal einen Probelauf starten. So, dann würde ich doch sagen, probieren wir das Ganze mal. Wassermarsch, oder? Aber nicht in die Kamera. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Da kommt Wasser, yay! So, dann lassen wir noch die Luft raus. Und dann können wir nachher nämlich auch sehen, ob das Ganze dicht ist. Und auch hier sieht es bis jetzt trocken aus. Sehr schön. Tja, und das hier, das sind die anderen Zapfstellen, die wir gemacht haben. Also eine von den zweien, die zweite zeige ich auch noch, sieht aber im Prinzip genauso aus. Da haben wir hier die Wasserleitung einfach gekappt, T-Stück dazwischen und noch ein zweites T-Stück für die Ableitung dahin. Und dann haben wir hier ein 100er Rohr genommen, haben da das Wasserrohr durchgeführt und dann das Ganze mit Zement gefüllt. Und somit habe ich jetzt hier eine vernünftige, stabile Wassersäule, wo ich mir dann jetzt hier auch mein Wasser zapfen kann, um dann meinen Garten zu gießen. So, das soll es jetzt aber hier zu diesem Video gewesen sein. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Es gibt hier Unmengen an diesen Passstücken, womit man dann alles miteinander verbinden kann und so ziemlich alles variieren kann und ermöglichen kann, was auch immer man möchte. Und von daher ist dieses System hier für Paraguay, glaube ich, sinnvoll, zweckvoll. In Deutschland wäre es auch eine Möglichkeit, wenn man den entsprechenden Gewindeschneider bekommt, wo ich persönlich das größte Problem sehe. Aber gut, ansonsten diese Klemmsysteme, Schraubquetschsysteme, die sind auch nicht schlecht, funktionieren auch, sind halt ein bisschen teurer. Und für kleinere Projekte lohnt sich das allemal, denke ich. So, und ansonsten das Übliche. Vielen Dank für das Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nico aus Paraguay. Ja, das ist der Nachteil hier bei diesem Band. Man verliert hier ganz schnell irgendwie so den Anschluss. Irgendwie reißt das manchmal so ein bisschen ein und dann ist das irgendwie ganz komisch. Ist mir bei dem Deutschen noch nie passiert, aber hier in Paraguay ist das eigentlich irgendwie Standard. Das passiert hier ständig. Ja, vielleicht sollte man es nicht unbedingt reißen. Wie viel brauchen wir? So. Und dann wollen wir das mal da rumtüdeln. Boah. Ich weiß nicht, ob ich euch das wirklich so zeigen sollte.
das ein Scheißzeug.